by appointment only. Luxury fashion. Da sind wir wieder. Ein neuer Vlog startet und zwar hier im Flugzeug. Mit Victoria am Start. Wir haben eine Riesenreise vor uns. Wir fliegen jetzt nach Dubai und zwar müssen wir da alle Details mit dem Geschäft absprechen. Übermorgen fliegen wir weiter nach Istanbul. Da zeige ich euch mal die Produktion von Gebauer und Gebauer von den ganzen Sachen. Und danach geht es nach Uganda. Wir haben den ersten großen Meilenstein erreicht. Wir sind, glaube ich, knapp bei 56.000 € für das Waisenhaus und eröffnen auch noch ein paar Brunnen. Und dann sind wir am Montag wieder zurück. Und da sind wir angekommen in Dubai. Jetzt geht es erstmal zum Hotel, ein bisschen ausruhen. Ich glaube, Mansour wartet schon auf uns im Hotel. Jetzt gehen wir runter zu Mansour. Ich habe ihn kurz getroffen. Dann bin ich mal gespannt. Er hat ja gesagt, dass noch ein anderes Ladenlokal mit ca. 50 Quadratmeter frei wird. Und da schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin gar nicht gesehen, ja. Nur gesprochen, nicht gesehen. Ja, genau. Das hier wäre quasi unser Ladenlokal hier. Wir hatten das schon mal vorher auch kurz gezeigt, da war noch was drin. Vor 3 Monaten. Hier sind wir jetzt bei 13 Quadratmetern. Hier ist der Ausgang nach vorne, da gucken wir gleich nochmal hin. Mansour hat eine Sache in den Raum geworfen, was ich sehr interessant finde. Lasst mich mal bitte in den Kommentaren wissen, ob es interessant wäre. Es könnte sein, dass ein individueller Code erstellt wird für Gäste, die jetzt quasi wegen mir hier hinkommen. Gäste, die jetzt durch dich buchen, können den Code eingeben und dann bekommt ihr einen speziellen Rabatt. Außen sieht das Ganze hier so aus. Also hier kommt ihr ja quasi rein, hier ist die Lobby und dann wäre der Eingang hier vorne. Ja, das wäre dann die Eingangstür für das Ladenlokal. Ja, insgesamt bin ich sehr gut und schauen wir mal, wo das Ganze jetzt noch hingeht. Ne? Also wir sind jetzt hier beim Goldzug angekommen. Der erste Termin war ja eigentlich ganz gut. Wir müssen jetzt da vorne rein, da wartet auch schon jemand auf uns. Dann gucken wir, dass wir uns mit ein paar Händlern treffen. Ich habe noch ein großes Stages-Paket auf dem Tisch. Für alle, die jetzt neu dazu schauen, selbstverständlich bringen wir die Uhren nicht mit, sondern es wird alles versendet. Wir haben sehr viele Händler aus Hongkong bzw. aus Japan und wir treffen uns immer hier, weil es auf der Hälfte der Strecke ist. Ich kriege eine normale Rechnung, es wird überwiesen und dann verschickt. Also wir bringen keine Uhren illegal ins Land. Das ist ganz wichtig zu sagen. So, wir haben jetzt hier nochmal alles besprochen. So sieht das Ganze hier aus. Für dich ist auch das erste Mal, dass du es jetzt hier siehst, ne? Und? Ja. Und da sind wir im letzten Teil des Tages angekommen, bevor es dann auch morgen nach dem Frühstück weitergeht. Victorias Lieblingsplatz. Hier haben wir auch schon Silvester verbracht. Wir werden jetzt wieder zu unserem Al-Iraqi Restaurant gehen, schönes Abendessen haben und dann uns ein bisschen ausruhen. Guten Morgen, ja, es geht weiter am nächsten Tag. Heute ist Aufbruchsstimmung. Wir sind als erstes unterwegs zu Luxury Souk. So and here we are at our first stop. I cannot, this is ridiculous. Khaled, how are you? What is this? These my candies. Yeah. So here we are at Luxury Souk again. First of all, when I look at this table, this I cannot show the audience. What happened here? Yesterday we felt some earthquake. These are all luxury watches, which are quite expensive. We see here, this is a super nice perpetual calendar, not from Patek Philippe. It looks similar. It's from Breitling, yeah? Oh, same one, yeah? Yes, in gold. In gold, nice. Every tray is one shop. Here we have a 41mm skeleton rainbow, frosted gold, out of catalog, Aquanaut. Man, incredible. So we have a few boxes here, like last time, and we will go through it step by step. So Jackie Chan's watch. Jackie Chan's watch? Yes. Limited to? 10 pieces, the blue. 10 pieces. What's the price? It's $4 million US. And the white, it's even more. Because it's limited just 5 pieces. Yes. This piece, they're incredible, huh? Yes, this is for a Prince of Qatar. 10 piece, limited. Price? $1.7 million. Then if we move on, here's some basic watches, of course, skeleton, very important piece. They talk about maybe discontinued, perpetual calendar, ultra thin. This watch is priceless, you know. And then if we move on here, this is one of my all-time favorite pieces. It cannot get better than this Royal Oak. Here we have a minute repeater, skeleton, perpetual calendar, chronograph. Very, very interesting piece. Yeah, and if we move on here, a great collection on lady pieces and diamond pieces. And one sticks out, this factory design with this light blue dial. Wow. Then we have here a lot of Aquanaut models. We have here the Day-Date TBR with the factory setting. This is one of my all-time favorites. Never seen this in person. Roebel and Forsey, F. Peugeot, very light centigraph. No, this is not centigraph, this is just chronograph. And also Graph hier, Vertical Tourbillon. So, und da sind wir jetzt bei unserem letzten Stopp. Frank Müller. Schauen nochmal, was bei denen so Neues gibt. Conor McGregor übrigens hatte letztens auch eine Uhr am Handgelenk hier von
Wachs Strauß gefertigt wurde, also vielmehr von Frank Müller gefertigt wurde, aber unter der Marke Wachs Strauß betrieben wurde. Jetzt gehen wir rein. Für unsere nächste Uhr haben wir Folgendes vor uns. Das Slim-Modell, was ihr schon bereits bekommen habt, wenn ihr einer der glücklichen 33 wart, wollen wir modifizieren mit der Crazy Hours. Das ist meine Uhr hier in der Hand. Crazy Hours, um euch das nochmal zu zeigen, springt halt immer wie verrückt rum. Ne? Das heißt, man hat die 8 auf 12 Uhr, 1 Uhr, 6 Uhr, 11 Uhr und diese Komplikation wollen wir hier reinmachen. Okay, jetzt geht's zum Hotel, so schnell wie möglich. Wir haben unsere Geber- und Geber-Webseite auf der Marktgeber-Webseite integriert. Das heißt, falls ihr da nichts verpassen wollt, könnt ihr hier die E-Mail-Adresse eintragen. Schaut da gerne auf der Webseite vorbei, einige Details und heute schauen wir uns mal die Produktion an. Ja, und hier sind wir im Showroom angekommen. Sieht gut aus, ne? Wahnsinn. Ich bin so stolz gerade. Ja? Ja, ich bin so stolz auf uns. Und sag mir mal die Qualität. Die Qualität ist der Hammer. Also wenn wir mal hier so durchgehen, es gibt natürlich verschiedene zukünftige Projekte auch. Da kann man schon vielleicht leichte Inspirationen sehen. Das mit dieser etwas eckigeren Uhr findet jetzt in der ersten Kollektion den größten Anteil an Aufmerksamkeit. Bei unserer Kollektion ist es so, dass wir auch uns an etwas andere Sachen rantrauen. Das heißt, wir haben auch im Anzugbereich etwas, Jacken, Mantel ist auch mit dabei. Das Ganze werden wir nochmal im Detail in einem gesonderten Video besprechen. Für mich ist ja mehr oder weniger das erste Mal jetzt. Wie oft warst du schon in so einer Produktion jetzt hier? Ach, ich weiß es nicht. Mein ganzes Leben lang. Ach so, okay. Wenn man sich die Hose anschaut, es ist so eine Bewegungsfreiheit. Es hat hier einen Stretch-Anteil. Also ich finde den Anzug, auch als ich ihn beim Shooting anhatte, ist keinem aufgefallen, dass es jetzt einer von uns war. Es war wirklich Wahnsinn. Also der Anzug ist nicht gefüttert. Es hat eine Halbfütterung und dadurch hast du natürlich eine unglaubliche Bewegungsfreiheit. Ja, also tolles Teil. Darauf bin ich gespannt. Wer macht heute noch Anzüge? Und da sind wir wieder am Flughafen. Heute ist nämlich Abreisetag und ein Dauergast ist bei uns. Hallo, grüßt euch. So, wo geht's hin? Nach Uganda. Wir werden ein Waisenhaus wegen Grundstein dazu legen. So, nach einer kurzen Pause für uns. Hier sind wir bei der zentralen Verteilungsstelle, ne? Ganz genau. Also hier wurden die Lebensmittelpakete schon verpackt. Das ist die Organisation, die auch das Waisenhaus sozusagen überwachen wird und mitbauen wird. Und bei den Lebensmittelpaketen ist es ja so, das ist auch direkt bei dir auf der Webseite, ne? Also man kann da, genau. Was kostet so ein Paket? Kostet 50 €, da sind 54 Kilo Lebensmittel dabei. Am Ende, welche Frage man sich natürlich auch stellen kann und auch in den Kommentaren war es ab und an mal ein Thema, dass man natürlich einen sehr hohen CO2-Verbrauch hat. Ist eine berechtigte Frage, also warum macht man solche Reisen überhaupt? Für mich ist es immer das Wichtigste, wenn ihr mir Geld anvertraut, egal wer das jetzt ist, ob es die Community ist oder andere Leute aus dem Social-Media-Bereich, dann möchte ich die Sachen immer überprüfen. Hier vor Ort zu sein, das ist nochmal was anderes und man kann dann dahinter auch ganz anders stehen. Man weiß, was man vor Ort macht. Da das Land hier sehr, sehr groß ist, sind wir auf ein anderes Transportmittel angewiesen. Aber auch keine Sorge, das wird natürlich auch von mir bezahlt. Und zwar geht es mit einem Helikopter weit draußen zu den beiden Brunnen, die dank der Twitch-Community eröffnet werden konnten. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Wir sind jetzt in einem Waisenhaus in Uganda. Ja, hier ist ein fertiges Waisenhaus, was jetzt nicht von der Dr. Shahin Help Organisation gebaut wurde, aber unterstützt wird durch den Unterhalt. Hier sieht man so, wer denn hier alles ist. Es gibt wirklich sehr viele Kinder hier im Land. Falls ihr Equipment habt für die Küche oder auch jetzt gerade Schulbänke oder Tische, Stühle, all sowas, dann schreibt gerne eine E-Mail an Dr. Shahin Help. Werden immer Container gesammelt. Von daher, falls ihr irgendwie eine Firma habt und da etwas umstrukturieren wollt, wäre es super, wenn ihr eine E-Mail schreiben würdet und wir kümmern uns dann auch um den Transport. Das ist alles super, ne? Und man kann hier mit arbeiten, aber falls ihr wirklich etwas habt, was ihr hierzu beisteuern könnt, Decken, Plümos, all das, dann wäre ich euch wirklich sehr verbunden, wenn ihr bitte eine E-Mail schreiben würdet. Das ist unglaublich. Es haben sich tatsächlich hier sehr viele versammelt und wir sind hier, merkt euch das, hier wird das Waisenhaus, was wir zusammen finanzieren, gebaut. Wir stehen aktuell bei knapp 61.000 $. Das heißt, es fehlen noch so 100. Das Projekt wird so oder so realisiert. Alles das, was fehlt, werde ich immer aufstocken. Schaut aber trotzdem gerne den ersten Link in der Beschreibung an, denn da könnt ihr was dazu beitragen und hoffentlich im September steht hier schon dann die Schule. Ne? Das ist unglaublich. It is a surprise for him. This orphanage named Mark Gebauer Orphanage. Für das Mark Gebauer Waisenhaus. Das war jetzt eine Überraschung, aber das ist einfach nur folgerichtig, weil so viel Unterstützung, wie dieser Mann uns in der Organisation gibt, das ist unglaublich. Und wenn es nur ein Kind ist, das man rettet, und hier sollen es 50 sein, zwischen dem Alter 0 und 12, was sozusagen ein Zuhause hat, das ist nur durch eure Hilfe und durch seine Unterstützung möglich und vielen
Dank dafür. Ja. So, jetzt geht's für uns knapp 450 Kilometer ins Landesinnere für die Brunnen. Und zwar vorne mit dem Helikopter. Da sind wir, ja. An dieser Stelle möchte ich natürlich bei allen Leuten bedanken, die auf Twitch etwas dagelassen haben. Wir haben hier den Brunnen. Großartige Sache, jedem Einzelnen. Vielen, vielen Dank. Und wir machen weiter, ne? Das ist noch nicht das Ende. Wow, super. So, das ist Abreisetag. Aber es hat sich sehr gelohnt. Das Ergebnis war, glaube ich, super. Wir haben es geschafft. Wir sind ein bisschen müde, aber happy, genau. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in 2 Tagen wieder, wenn ich wieder irgendwo hin muss. Also von daher bis dann. Ciao, ciao.